Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und hier geht es um Nähen, DIY und Upcycling. Und in diesem Video zeige ich, wie ich ein ganz einfaches Shirt kopiert habe und ein Schnittmuster dafür erstellt und dann in unterschiedlichen Varianten genäht habe. Ich hatte mir ein Shirt gekauft, das einfarbig ist, super zu kombinieren, aber so einfarbige Sachen nähe ich halt nicht so gerne und ja, deshalb habe ich es mir gekauft. Das Shirt habe ich super gern getragen und dann da kam mir die Idee, das einfach zu kopieren und nochmal zu nähen, aber halt nicht einfarbig, sondern in verschiedenen Varianten. Gerade habt ihr schon das mit Stoffresten gesehen, die ich da in die Mitte genäht hatte. Dann habe ich hier eins mit 3 Farben genäht. Von dieser ganzen Aktion hatte ich so kurze Videos gemacht, die ich bei Instagram und auch hier bei YouTube hochgeladen habe. Und das hat euch super gut gefallen. Damit hatte ich jetzt gar nicht so gerechnet, aber es war wirklich ein riesen Feedback. Und mich haben auch einige Anfragen erreicht, ob ich dazu nicht ein Video hier auf YouTube in Schritt-für-Schritt-Anleitung machen könnte. Und das mache ich heute. Dafür habe ich mir halt dieses Shirt genäht. Da dachte ich schon so an Richtung Herbst. Das sollte vorne einfarbig sein, damit man schnell mal ein Cardigan oder so überwerfen kann. Und nur an den Ärmeln so ein bisschen bunt und hinten eventuell. Und bei der ganzen Aktion, als ich schon an den Herbst dachte, dachte ich, nee, das Schnittmuster doch einfach mal aus so leichtem Strick. Und ich muss sagen, hat auch super geklappt. Das trägt sich richtig gut. Ich habe es natürlich schon anprobiert, ganz klar. Hier habe ich einfach den Ausschnitt ein bisschen anders genäht, halt eher wie so ein Sweatshirt und an die Ärmel halt ein paar Bündchen. Also du siehst, es gibt viele Möglichkeiten, diesen super einfachen Schnitt zu nähen. Macht super viel Spaß und ich wünsche euch jetzt auch viel Spaß beim Zuschauen und beim Nähen. Das ist also das gekaufte Shirt. Also ich nenne es Shirt, auch wenn es jetzt nicht aus Jersey ist, aber für mich ist das einfach ein Shirtschnitt. Und ja, das habe ich super gern getragen. Der Stoff sollte halt nicht zu steif sein. Der ist halt hier so ein lockerer Baumwollstoff oder Leinen geht bestimmt auch. Und den legt man dann erstmal so in Bruch. Die Ärmelkanten und die Seitennähte genau aufeinander. Und dann wird das gleich abgezeichnet. Und wenn du jetzt nicht so einen Shirtschnitt hast, vielleicht hast du ein anderes locker sitzendes Shirt. Ich habe hier noch eins zum Beispiel aus Viskose Jersey, das auch sehr locker sitzt. Und wenn man sich das hier anschaut, wenn man das so aufeinander legt, dann ist gerade diese Partie vom Ärmel, Schulter eigentlich ja gleich. Am unteren Ärmel, da müsste man vielleicht etwas ähm, runder schneiden, etwas hinzufügen, da an der Achsel. Auf jeden Fall wird das Shirt erstmal so auf ein großes Stück Papier aufgelegt und dann wird einmal ringsherum die Kontur gezeichnet. Also das ist dann der Grundschnitt, wenn der dann fertig ist, der ist dann für vorne und hinten, die Schulternaht liegt genau oben im Bruch und zum Schluss noch den Ausschnitt einzeichnen und auch den Ausschnitt vom Vorderteil. Das hatte ich vergessen, da musste ich das später noch nachholen. Und dann wird das Ganze ausgeschnitten und ja, dann ist der Grundschnitt fertig. Ich mache das hier mal aus so festem Papier und dann kann ich jederzeit mir den Schnitt neu zeichnen, je nachdem, welches Muster ich damit nähen möchte. Dann notiere ich mir noch schnell ein paar Sachen, also Saumzugabe und so. Der Schnitt ist ja ohne Nahtzugabe und da kannst du dann selbst entscheiden, wie viel Nahtzugabe du hinzugibst. Wenn du alles direkt mit der Overlock nähst, dann ist sicherlich sinnvoll, 0,7 cm dazu zu geben. Das ist ja so eine breite Einstellung beim 4-Faden-Overlock-Stich. Mit der Nähmaschine finde ich jetzt praktisch 1 cm, dann kann man das immer schön an dieser Markierung entlang führen und dann anschließend versäubern. Ja, hier siehst du schon, wie ich den Schnitt auf Zeitungspapier übertrage. Das ist nachhaltig und auch preiswert.
Und so kann ich dann ganz viele verschiedene Varianten daraus nähen. Jetzt zeichne ich noch kurz den Ausschnitt vom Vorderteil hier ein und schneide das aus. Und dann kann es auch schon losgehen. Und ich habe mir direkt 2 Schnitte natürlich gemacht. Ich hatte ja auch 2 Pläne dafür. Einmal in der Mitte schneide ich hier einen 15 cm breiten Streifen aus. Und so habe ich dann 3 Schnittteile, die ich dann später zuschneide. Egal aus wie vielen Teilen dein Schnittmuster letztendlich besteht, denk immer an die Nahtzugabe, die überall hinzugegeben wird. Für das zweite schneide ich hier am Stoffbruch 3 cm ab. Und da muss man nachher auch dran denken, halt, dass die Stoffe halt vorne im Stoffbruch liegen. Am besten einfach dazu schreiben. Dann habe ich für das dreifarbige die Teile alle zugeschnitten, alle im Bruch. Und egal aus wie viel Schnittteilen letztendlich dein Vorder- und Rückteil besteht, als allererstes werden halt einmal Vorderteil, so die Stoffe so zusammengelegt, dass sie dann rechts auf rechts an den Kanten zusammengesteckt werden können und dann zu einem Stück genäht. Also lege ich das jetzt hier an den Kanten rechts aufeinander. Bei dem Stoff kann man rechts und links nicht wirklich erkennen, aber halt, das sind die rechten Seiten, die dort aufeinander gesteckt werden. Dann wird das an den Kanten genäht. Und das mit den Stoffresten habe ich ja die Breite im Bruch zugeschnitten und rechts und links noch jeweils die Nahtzugabe dazu gerechnet. Dann wird das so an den kurzen Seiten zusammengenäht, gebügelt und dann in die Mitte von dem Vorderteil genäht. Ja, und jetzt kommen wir halt zu dem, was ich hier genäht habe. Eigentlich hatte ich geplant, den Rücken aus einer Farbe zu machen, außer an den Ärmeln, aber mir ist der Stoff ausgegangen und dann ja, kam noch das Rosa und der gelbe Streifen in die Mitte dazu. Man ist super flexibel bei dem Schnittmuster. Also, dann geht es jetzt los. Und zwar werden jetzt die Vorder- und Rückseite an den Schultern rechts auf rechts aufeinander geklammert. Hier passen natürlich die Streifen genau aufeinander. Dann werden die Schulternähte genäht. Ich hatte das erst mit der Nähmaschine gemacht und versäuber das jetzt hier noch. Das nächste Mal würde ich 0,7 Nahtzugabe nehmen und das Ganze in einem Schritt machen. Die Nahtzugabe wird nun Richtung Rücken gebügelt. Nun kannst du die Seiten aufeinander klammern und anschließend nähen. Die Nähte ein bisschen nicht auseinander, sondern glatt bügeln und dann an allen Kanten jeweils 2 mal 1 cm nach innen falten. Bügeln und aufeinander stecken. Dann wird das nun knapp an der Kante, am besten fängt man hier an der Seitennaht an, knapp an der Kante aufeinander genäht. Und die Ärmel natürlich auch. Dann anschließend mit schön viel Dampf bügeln. So sieht das dann aus. Und jetzt geht es an den Ausschnitt. Einmal messen, wie groß der Ausschnitt ist. Und dann noch, ich gebe dann noch so 10 cm hinzu. Also bei mir ist es 63 und ich schneide den Streifen 73 cm lang zu. Die Breite von dem Streifen ist 3 cm. Damit der Streifen etwas dehnbar ist, wird er so schräg zum Fadenlauf zugeschnitten. Also einen 3 cm breiten Streifen in deiner Länge zu schneiden.
Dann nimmst du dir das Shirt und den Streifen und der Streifen wird jetzt nicht mit dem Anfang aufgepinnt, sondern so 3 cm hinter dem Anfang steckst du den irgendwo auf der Rückseite fest. Und an dieser Stelle wird auch erst genäht. So, da wo die Nadel ist, die Nadel von der Nähmaschine in den Stoff stecken, verriegeln und dann mit 1 cm Nahtzugabe den Streifen auf dem Ausschnitt festnähen und dabei den Streifen ganz leicht ein bisschen dehnen immer. Also nicht doll, es sollen ja keine Kräusel oder sowas oder Falten darunter entstehen, sondern so ein bisschen ziehen, damit er sich nachher gut nach innen legt. So, und kurz bevor du rum bist, also so circa 3 cm bevor du wieder an den Anfang der Naht kommst, nochmal verriegeln. Und dann nimmst du da das Teil nochmal so vor dich und legst die Streifen so hin, dass die Kanten so aneinander passen, dass dann die Naht halt quasi geschlossen werden kann. Also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Also da wird dann der Streifen zusammengenäht, dass die Länge halt passt, um den Ausschnitt zu versäubern. Den überstehenden Stoff abschneiden, die Nahtzugaben auseinanderlegen und dann das restliche Stück von der Naht zunähen. Also hier ist jetzt noch offen und das passt jetzt genau aufeinander. Das schneide ich ab, lege die Nahtzugabe auseinander und nähe das Stückchen noch, was dann noch fehlt. Die Nahtzugabe wird nun ein kleines bisschen zurückgeschnitten, also so, ich sag mal 2 mm. Jetzt hier am Bügelbrett wird die Nahtzugabe so in den Streifen reingebügelt. Bei mir hat sich die Nahtzugabe von dem gelben Streifen umgelegt, das werde ich auf jeden Fall gleich noch ändern. Aber erstmal wird der Streifen jetzt gebügelt. So, ich habe das geändert und jetzt geht es weiter und du legst den Streifen einmal um die Nahtzugabe rum und dann klappst du das Ganze nach innen von dem Ausschnitt. So, da oben ist die Nahtkante und dann wird das so reingeklappt. Der Streifen wird schön um die Nahtzugabe gelegt und nach innen gefaltet. Und das auf der ganzen Fläche natürlich. Wenn alles gepinnt ist, dann wird das knappkantig festgenäht. Also entscheide selbst, ob du das von links machst, da hast du natürlich immer den Streifen im Blick, oder von rechts. Ich nähe es lieber von rechts, deshalb habe ich die Nadeln auch nochmal umgesteckt und fühle so mit der Fingerspitze immer, ob ich noch richtig auf dem Streifen bin. Wenn du wieder am Anfang angelangt bist, ein bisschen darüber hinaus nähen und verriegeln und dann nochmal mit ordentlich viel Dampf schön glatt bügeln. Und wenn du ein Shirt nähst, dann tag mich doch gerne mit @Mondgöttin, wenn du bei Instagram bist, oder nutze den Hashtag #Mondgöttinkreativ. Ich freue mich, wenn ich Bilder davon sehe. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einen Daumen hoch da. Darüber freue ich mich ebenfalls. Du hast den Kanal noch nicht abonniert? Vielleicht machst du es heute. Bis dann und viel Spaß beim Nähen!